Mein Name ist Jasmina, ich bin 20 Jahre alt und ich möchte euch erzählen, wie ich lernte, zwischen zwei Welten zu leben. Diese Geschichte beginnt nicht an einem Ort der Freude, sondern in einer Zeit der Angst, der Unsicherheit und der Hoffnung. Es ist eine Geschichte, die mich geprägt hat, und sie ist noch lange nicht zu Ende. Ich wuchs in Aleppo auf, in einem bunten, lebendigen Stadtteil, den ich bis heute in meinen Träumen besuche. Die engen Gassen, die Stimmen der Händler, die Düfte von gebratenem Fleisch und frischen Gewürzen. All das war Teil meines Alltags. Mein Vater arbeitete als Ingenieur, meine Mutter war Lehrerin. Bildung war in unserer Familie immer etwas sehr Wichtiges. Schon als Kind träumte ich davon, Ärztin zu werden, anderen zu helfen, vielleicht irgendwann auch außerhalb Syriens zu arbeiten, die Welt zu sehen. Aber dann kam der Krieg. Anfangs versuchten wir, unser normales Leben weiterzuführen. Wir gingen noch zur Schule, meine Mutter unterrichtete weiter. Doch langsam schloss eine Schule nach der anderen. Läden blieben leer, Freunde verschwanden. Jeden Tag wurden die Nachrichten düsterer. Und irgendwann erreichte der Krieg auch unser Viertel. Explosionen rissen Häuser in Stücke, Schüsse hallten durch die Straßen. Ich erinnere mich an die Nacht, in der meine Eltern entschieden, wir müssen fliehen. Es war eine der schwersten Entscheidungen ihres Lebens. Mein Vater packte wenige Sachen in einen Rucksack, wichtige Dokumente, etwas Geld, Wasser. Ich dürfte nur meinen kleinen Teddy mitnehmen, den ich schon als Baby hatte. Meine Mutter weinte leise, damit mein kleiner Bruder es nicht bemerkte. Unsere Flucht war lang und gefährlich. Wir versteckten uns in verlassenen Häusern, schliefen auf kaltem Boden, wurden von Grenzpolizisten bedroht und mussten Menschen vertrauen, die wir nicht kannten. Manchmal verloren wir fast den Mut. Es gab Nächte, in denen ich dachte, wir werden es nicht schaffen. Aber jeden Morgen stand mein Vater auf, sah uns an und sagte, nur noch ein bisschen, meine Tochter. Nur noch ein bisschen Mut. Nach Monaten voller Angst, Hunger und Unsicherheit erreichten wir endlich Deutschland. Ich war 14 Jahre alt, sprach kein einziges Wort Deutsch und fühlte mich wie eine Blume, die aus ihrer Erde gerissen worden war. Im Auffanglager war alles neu und fremd. Das Essen schmeckte anders, die Menschen wirkten zurückhaltend, die Kälte kroch unter die Haut. Am Anfang war die Schule für mich der schwerste Ort. Ich saß in der letzten Reihe und verstand kaum, was die Lehrer sagten. Immer wenn ich sprechen musste, lachten einige Mitschüler. Nicht böse vielleicht, aber mein Herz brach trotzdem jedes Mal ein wenig mehr. Ich fühlte mich wie eine Zuschauerin in einem Theaterstück, dessen Sprache ich nicht kannte. Doch dann kam Frau Bergmann. Sie unterrichtete Deutsch als Zweitsprache und hatte eine besondere Gabe. Sie sah nicht zuerst meine Fehler, sondern meine Möglichkeiten. Mit ihr lernte ich jeden Tag neue Wörter, wir lasen zusammen einfache Bücher, ich durfte Aufsätze schreiben über meine Erinnerungen an Aleppo. Sie behandelte mich nicht wie ein armes Flüchtlingskind, sondern wie eine Schülerin mit einer eigenen Geschichte. Langsam begann ich mich zu öffnen. Ich fand eine Freundin, Clara, die nicht müde wurde, mir neue Wörter zu erklären und mich zu Schulprojekten einzuladen. Mit Clara entdeckte ich deutsche Traditionen. Weihnachten, Laternenumzüge, Weihnachtsmärkte. Am Anfang war alles seltsam, aber ich staunte auch, wie herzlich und fröhlich manche Feste waren. Trotzdem gab es viele Hindernisse. Es gab Lehrer, die mich unterschätzten, Ärzte, die mich schief ansahen, wenn ich meinen syrischen Pass zeigte. Ich musste oft doppelt so viel arbeiten wie andere, um die gleichen Chancen zu bekommen.
Manchmal zweifelte ich an mir. Wer war ich überhaupt? Zu syrisch für Deutschland, zu deutsch geworden für Syrien. In solchen Momenten half mir das Schreiben. In kleinen Notizbüchern schrieb ich Gedichte, kurze Geschichten, manchmal einfach nur Wörter, die mir wichtig waren. Heimat, Hoffnung, Mut, Veränderung. Ich lernte, dass Heimat nicht nur ein Ort ist. Heimat ist auch das, was wir in uns tragen. Heute, 6 Jahre später, stehe ich kurz davor, mein Medizinstudium zu beginnen. Ich arbeite nebenbei in einer Klinik als Assistentin und helfe Patienten aus verschiedenen Ländern, die kaum Deutsch sprechen. Ich sehe mich selbst in ihnen, die Unsicherheit, die Angst, aber auch die Hoffnung. Manchmal, wenn ich einem Kind eine Decke bringe oder einer alten Frau geduldig erkläre, was passiert, spüre ich, dass ich angekommen bin, nicht nur in Deutschland, sondern auch in meinem eigenen Leben. Ich träume davon, eines Tages als Ärztin in Krisengebiete zu gehen, vielleicht auch nach Syrien, wenn es dort wieder Frieden gibt. Ich möchte anderen die Hoffnung geben, die ich selbst einmal fast verloren hätte. Migration ist nicht einfach. Es bedeutet, Abschied zu nehmen von allem, was vertraut war. Es bedeutet oft missverstanden zu werden, kämpfen zu müssen, sich selbst neu zu erfinden. Aber es bedeutet auch, stärker zu werden, reicher an Erfahrungen, mutiger im Herzen. Meine Geschichte ist nicht einzigartig. Es gibt Millionen von Menschen wie mich. Aber jede Geschichte zählt. Jede einzelne Stimme. Und heute bin ich stolz, meine Stimme erheben zu können. Für die, die noch unterwegs sind. Und für die, die glauben, dass ein neuer Anfang immer möglich ist. Erklärung der schwierigen Wörter. In Jasminas Geschichte tauchen einige Wörter auf, die vielleicht nicht sofort klar sind. Zum Beispiel beschreibt sie ihr Viertel als lebendig und bunt. Damit meint sie, dass es voller Energie war, dass viele Menschen unterwegs waren, dass Musik, Stimmen und Farben überall zu spüren waren. Es geht nicht nur um das äußere Bild, sondern um das Gefühl von Leben und Bewegung. Als der Krieg begann, spricht sie davon, dass Explosionen die Stadt erschütterten. Dieses Wort bedeutet, dass etwas stark wackelt oder in Unruhe gebracht wird. Hier natürlich im übertragenen Sinn. Die ganze Stadt wurde durch Gewalt und Angst tief getroffen. Jasmina erzählt auch, dass sie aus ihrer Heimat fliehen musste. Fliehen heißt, sehr schnell einen Ort verlassen zu müssen, weil es dort zu gefährlich ist. Es ist nicht einfach eine Reise. Flucht ist immer geprägt von Angst und Not. Während der Flucht hatte Jasmina das Gefühl, aus ihrer Erde gerissen zu werden. Wie eine Blume ohne Wurzeln. Diese schöne Metapher zeigt, dass sie sich entwurzelt fühlte, also völlig heimatlos und schutzlos. In Deutschland lebte Jasmina zunächst in einem Auffanglager. Das ist ein Ort, an dem Flüchtlinge nach ihrer Ankunft erst einmal wohnen, bevor sie eine richtige Wohnung oder eine neue Heimat finden. Auffanglager sind oft Orte der Unsicherheit, manchmal auch Orte der Hoffnung. Als sie die Schule besucht, fühlte sie sich unsichtbar. Damit beschreibt sie das Gefühl, dass sie zwar da ist, aber von den anderen kaum wahrgenommen wird. Als ob sie gar nicht existieren würde. Ihre Lehrerin, Frau Bergmann, ermutigte sie. Dieses schöne Wort bedeutet, jemandem Mut zu machen, ihm oder ihr Vertrauen zu schenken, dass er oder sie etwas schaffen kann. Gerade in schweren Zeiten ist Ermutigung unglaublich wichtig. Später, beim Theaterprojekt, fand Jasmina ihre eigene Stimme. Hier meint sie nicht nur das Sprechen,
sondern die Fähigkeit, sich selbst auszudrücken, ihre Gedanken und Gefühle zu teilen. Die Stimme steht hier also für Identität und Selbstbewusstsein. Sie spricht auch von Rückschlägen. Ein Rückschlag ist, wenn etwas nicht so funktioniert, wie man es sich wünscht, wenn man einen Misserfolg erlebt. Rückschläge gehören zum Leben, besonders auf einem schwierigen Weg wie der Migration. Am Ende betont Jasmina, dass Migration bedeutet, sich neu zu erfinden. Das heißt, man muss nicht nur sein Leben neu aufbauen, sondern oft auch seine eigene Persönlichkeit neu zusammensetzen, alte und neue Teile miteinander verbinden, um ein neues Ganzes zu schaffen.